Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Valentin. Ich bin der Vitalis. Von Compagnon sind wir beide die Gründer, die Mitgründer jeweils. Und wir sitzen hier auf dem Wartberg, direkt vor dem Wartturm und haben hier eine wunderschöne Aussicht auf Pforzheim runter. Ja. Und wir werden jetzt dir zeigen, was das Element Pouch so kann. Element Pouch, vielleicht kennst du unsere Element-Linie schon. Die haben wir bei Kickstarter gelauncht. Da war diese Pouch nicht mit dabei. Die haben wir danach entwickelt. War letztes Jahr in der Zeit mit Corona und der ganzen Geschichte, haben wir dann die Zeit genutzt und diese Pouch entwickelt. Genau. Und heute sagen wir ein paar Worte dazu, was die Pouch kann, was die Idee dahinter ist. Es vergeht so gut wie gar kein Tag, wo ich nicht diese Tasche nutze. Also hier habe ich alles Mögliche drin. Hier habe ich meinen Autoschlüssel drin, meinen Geldbeutel habe ich hier drin, Mundschutz habe ich hier drin, Kaugummis sind mit dabei. Einfach so alle Dinge, die man so braucht, wenn man das Haus verlässt. Und der Riesenvorteil ist, alles ist in dieser Tasche und ich muss da nicht in irgendeiner Jacke was suchen oder irgendwie bei uns in der Garderobe einen Schlüssel suchen, sondern alles ist hier gut und sicher verstaut. Genau, und eigentlich hast du das ziemlich gut zusammengefasst, was die Idee dahinter war. Eigentlich so eine Organisationstasche für alles mögliche kleine Zeugs, Kleinkruscht, sagen wir hier. Genau, dafür ist die Tasche gedacht, um sich praktisch organisiert durch den Alltag zu bewegen. Es gibt sogar eine ganze Taschenkategorie, die nennt sich EDC, also Everyday Carry. Und die Element Pouch ist eine ganz klassische EDC-Tasche. Steigen wir direkt mit den einzelnen Features ein. Material. Also auch hier verwenden wir das gleiche X-Pack-Material wie bei den anderen Element-Taschen. Also es ist dreifach laminiertes Segeltuch, Hightech-Segeltuch, wird tatsächlich im Segelsport auch verwendet. Hochabriebfest, wasserabweisend, gepaart mit den Aquaguard-Zippern von YKK. Auch die sind... Genau, die sind getaped und wasserabweisend. Wir haben oft die Frage, sind die wasserdicht? Ist immer schwierig. Mit der Tasche sagen wir, würden wir nicht baden gehen, aber einen super starken Regen, gar kein Problem. Also Außenmaterialien sind, wie du schon erwähnt hast, außen X-Pack und hinten und oben hier sehr abriebfestes Cordura. Genau, dann haben wir noch hier den Gurt, der verstellbar ist. Valentin hat ihn jetzt umhängen. Wir haben aber auch hier hinten zwei Schlaufen. Vielleicht habt ihr schon das vorherige Video gesehen oder das andere Video. Man kann die Pouch auch an den Sling 15 vorne dran machen oder an verschiedene andere Taschen oder Rucksäcke, die Schlaufen zum Befestigen haben. Man kann ihn auch an den Gürtel dran machen oder den Gurt hier durchziehen und dann sich praktisch auch umhängen. Ja, das Genau. ist die Idee. Es ist nicht nur eine Schultertasche, sondern wie Vitali gesagt hat, man kann sie auch gut um den Bauch hängen, als Bauchtasche nutzen, zum Beispiel beim Motorradfahren, wo vielleicht eine Schultertasche nicht ganz so praktisch ist, weil die dann vielleicht nach vorne rutscht, aber hier um die Hüfte herum, dann ist er auch gut fixiert. Oder aber man lässt den Schultergurt komplett weg, das lässt sich ganz schnell auch bewerkstelligen. Hier habe ich diese Hakenverschlüsse, mache die raus und dann habe ich hier quasi diese Öse, die dann frei ist und kann es genauso schnell auch wieder dran machen. Genau. Vitali hat hier einen leeren Element Pouch. Mein Element Pouch ist tatsächlich mein Element Pouch, den ich im Alltag nutze. Also das heißt, der ist vollgepackt. Und ich zeige euch gleich, wie der vollgepackt ausschaut. Aber erst gehen wir hier in den leeren rein. Genau, die Features zeigen wir jetzt an der leeren und dann kommen wir auch nochmal zur vollen. Also wir haben zwei Fächer, kann man grob sagen. Einmal hier das Frontfach, das aufgeteilt ist, wie man hier sieht, in verschiedenste kleinere Fächer. Ein Reißverschluss hier. Dann haben wir hier in der Mitte zwei so Mesh-Fächer, die für einzelne Kopfhörer oder was man auch immer mag hier reinpackt. Dann haben wir hier ein bisschen größeres Fach, wo auch eine kleinere Kamera, eine Kompaktkamera fast schon reinpasst und noch ein kleines Fach hier. Ja, also im Endeffekt haben wir ein Außenfach, ein Fach an der Innenseite und in der Mitte nochmal eine Unterteilung mit Fächern. Also du hast hier quasi schon 3, 4, 5 Unterteilungen, wo du Sachen einfach sortiert reinpacken kannst. Genau. Und jetzt kommen wir zum hinteren Reißverschlussfach. Ja, hier ist auch der Unterschied, das lässt sich komplett aufklappen, also quasi um 180 Grad öffnen, wenn man so möchte. Sogar fast mehr, ja. Genau. Damit kann man es richtig gut organisieren und da siehst du mal, was da alles reinpasst. Ja? Also wir haben verschiedene
Gummischlaufen hier, wir haben kleine Fächer und haben auch hier auf dieser Seite ein kleines Reißverschlussfach und ein bisschen größeres Reißverschlussfach. Genauso haben wir hier dann noch ein Fach und hier kann man auch erwähnen, es ist ein Schlitz, da kann ich ein Kabel durchziehen, wenn ich zum Beispiel auf der einen Seite eine Powerbank habe und auf der anderen Seite das Handy oder sonstige Sachen, die ich laden will. Ja. Genau. Vitali hat jetzt eben sehr gut gezeigt, wie die Tasche im leeren Zustand ist. Wir haben auch ganz bewusst diese Reihenfolge gewählt, damit ihr euch einfach erstmal Gedanken macht, wie ihr das für euch anwenden würdet. Ich zeige euch aber, wie ich jetzt meine Tasche aufgeteilt habe. Hier vorne in diesem vorderen Reißverschlussfach habe ich hier meine Geldklammer drin, die quasi dann dadurch doppelt gesichert ist. Also ich habe hier einmal den Hauptreißverschluss und dann nochmal den Reißverschluss hier innen dann genutzt. Hier habe ich dann nochmal einen Mundschutz mit dabei. Und hier vorne habe ich ein Handy, das gerade mit dem Ladekabel mit meiner Powerbank verbunden ist. Die Powerbank ist im anderen Reißverschlussfach. Das heißt, ich habe die Powerbank vom Handy getrennt. Man kann es natürlich auch in einem Fach haben, aber so ist es ganz praktisch, weil es halt aufgeräumt ist. Ich mache es jetzt mal direkt wieder zu. Wie ihr seht, trage ich den Element Pouch auch relativ kurz. Mag ich lieber, als dass sie irgendwie hier unten an der Hüfte rumbaumelt, weil ich die dann einfach schneller nach vorne ziehen kann. Ich zeige euch jetzt im Detail, was ich so alles mit dabei habe. Hier ein Messer, dann habe ich hier meine AirPods. Ich glaube, ich nehme nicht alles raus. Hier habe ich eine Taschenlampe noch mit dabei. Hier unten, also insgesamt haben wir auf der Seite 3 Möglichkeiten, Kugelschreiber zu fixieren. Einmal hier an der Stelle, dann hier unten am Boden und dann nochmal hier außen. Also hier habe ich auch so einen taktischen Kugelschreiber, falls man mal irgendwie spontan eine Scheibe einschlagen muss, weil man in eine unangenehme Situation kommt. Feuerzeug, und hier ist auch dann nochmal die Stelle, wo ich die Powerbank reingepackt habe. Ja? Also hier ist die Powerbank und die Powerbank geht hier mit dem Kabel direkt in das andere Fach über. Auch hier nochmal ein paar Worte zum Produzenten, mit dem wir hier zusammenarbeiten. Als wir Compagnon 2013 gestartet haben, haben wir uns dafür entschieden, dass wir in Deutschland produzieren. Nach kurzer Zeit sind wir nach Polen gegangen, nach Krakau, und sind auch dort immer noch sehr eng mit der Produktionsfirma verbunden. Also lassen dort immer noch unsere Ledertaschen produzieren, auch die Canvas Backpacks. Dieses Material hier aber können wir leider nicht bei diesen Produzenten verarbeiten lassen. Es gibt auch so gut wie keine Firma in Europa, die damit gut umgehen kann. Und deswegen haben wir einen Produzenten in Vietnam gefunden. Vitali war mehrmals dort. Genau. Ich bin einmal dort gewesen. Und zwar haben wir da viele verschiedene angeguckt und haben uns im Endeffekt für diesen jetzt entschieden, mit dem wir zusammenarbeiten. Er arbeitet auch schon, oder dieser Produzent arbeitet mit sehr namhaften Herstellern zusammen, wie Patagonia oder Norrøna oder North Face. Also viele wirklich namhafte Hersteller, die auch Wert drauf legen, wie die Produktionsbedingungen sind. Und ja, wir waren auch mehrmals da, haben uns das Ganze auch angeguckt und sind auch sehr happy mit dem Produzenten, den wir jetzt da haben. Und ich glaube, mit unserem Partner in Vietnam haben wir da wirklich auch einen sehr guten Fang gemacht. Ja. Sollten immer noch Fragen offen sein, schreibt einfach direkt hier unten in die Kommentare und wir werden diese Frage dann auch möglichst schnell beantworten. Dankeschön. Danke. Ciao und schau dir auch gerne die anderen Videos an.